Also die Leute, die das bestellt haben, 20 Leute haben diese Edition bestellt. Okay. Und die wurde geliefert von ihm? Top 10 Craziest Video Game Collectors Edition. Da geht es nicht nur um PlayStation, sondern es geht um allgemeinen Collectors Edition und das gucken wir uns jetzt nochmal an. Let's go. Halt, wir brauchen Untertitel. Da haben wir zum Beispiel schon wieder die tolle Collectors Edition von Dying Light. Und er sagt zum Beispiel Crazy Collectors Edition und der andere hat gesagt, was war das andere? Schrecklich. Race car for the almost $200,000 price tag. Welcome to WatchMojo.com, and today we'll be counting down our picks for the top 10 craziest video game collector's editions. What the hell? What is going on here? Stimmt, bei Dead Island gab es eine Collector's Edition. Oder war das nicht Dead Island, Dying Light? Irgendwo gab es eine, die werden wir wahrscheinlich gleich sehen. For this list, we'll be looking at collector's editions that even the most hardcore fans may shy away from. We're not just looking at the price tag, although gaming packages that cost more than our home mortgages are certainly questionable, but we'll be looking at the content in these limited editions too. So we can just scratch our heads and Ich hoffe, das wiederholt sich jetzt nicht vom alten Video. wonder. Mal schauen. Okay, los geht's. Ich bin Number gespannt. 10, the Premium Edition. Nummer 10, Premium Edition, PS3, Resident Evil 6 von Resident Evil 2012. 6. Ist das mit der Lederjacke? I got a lead. It's not really a surprise to see Nein. Capcom on a list that's all about doing something crazy in the name of games. Nein. However, compared to some of their other collector's items, like a certain impractical control, Das hier habe ich auch that letztens doesn't even gesehen. make any sense within the Was macht man context denn of the damit, game since you Alter? never Das ist wer ist das Ding? use a chainsaw. The Premium Chainsaw, genau. Edition of Resident Evil 6 isn't all Kettensäge. that terrible. Thank you. Ich glaube, hier geht's jetzt um die Jacke, aber das war doch Resident Evil 7, oder? Ach nee, das war das Haus. Egal. Get us wrong. Weiter. The idea of paying nearly $1,300 just to have Leon's jacket Hä, ich denke $1.000. isn't really a Letztens hat es noch $1.000 but it's gekostet. just pretty tame compared to the other things Capcom has done, particularly for the Resident Evil franchise. I can't believe this is happening again. It's just like Raccoon. But Ich habe das nie gespielt. Ich you glaube, know, das muss ich if auch you're mal gonna spielen. have Ne? Leon's jacket, Aber ich sehe da auch nicht mehr durch bei den Resident Evil Teilen. Da gibt's ja so viele. don't you want the one from Resident Evil 4? Jacket, don't you want the one from Resident Evil 4? Ja, warum nicht? Resident Evil 4 kommt jetzt das Remake raus. Oh, ein Huhn. Number 9, the really Nummer 9. Ach, das war schon? Das ist crazy? Okay, also die Jacke war jetzt crazy, Freunde. Da bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Nummer 9, The Really Naughty Limited naughty limited 2007. edition, Record of Agarist War. Maybe we're getting too used to seeing anime-style girls on pillowcases, or used as mousepads with their breasts busting out for wrist support. Aber dieses Mauspad, das However, gibt's I ja schon guess this länger, is all oder? run-of-the-mill stuff in Japan. Oh, this was actually in big retailers across the US? Alright, that might be something to talk about. Was There passiert wasn't even hier? a way to be discreet about this edition. Not when the box was decorated with different girls in questionable positions like All Tangled Up and Sausage Time. Sausage. 恥ずかしいです。このような姿を。 Hey man, at least porn shops put your purchase in a black bag. Not that we'd know anything about that. なんだか Alter, dieses Video hat 30.000 Likes. 照れくさいね、こういうの。 Number 8, the Nummer 8, die Zombie Bait Edition, die ich auch hatte aus dem letzten Video. Zombie Bait Edition, Dead Island Riptide. Also, My head. How do you go Riptide? from this to this? Have Ich verstehe nicht, warum sich da die Leute so aufgeregt you haben. ever seen something and immediately thought, well, Ich meine, man kann in diesem Spiel, kann man Zombies auseinanderhacken. In diesem Spiel. Und man kann sich doch wohl in so eine Figur hinstellen. someone is Auseinandergehackt. Wo ist das Problem? gonna get Verstehe ich fired for nicht. this one. This is uncharted. Was noch witzig gewesen wäre, wenn da so noch Blut rausgekommen wäre. Oben. So. Wie so ein Springbrunnen. Ja, so ein roter Territory. We'll Springbrunnen. need another day at least. Listen, it's not that we don't want cool zombified trinkets in our collections. Give us figurines, give us plushies, hell, we'll even take stickers. But this? A Stickers will ich nicht. Ich will eine Bikini woman is one thing, abgehackte but only having Tuss. her beaten, bloodied torso? Just round breasts, blood and scars? Oh, come on. I guess it doesn't affect me.
So you immune too? Needless to say, Ich find's nicht schlimm. people were not happy with the idea, and the publisher Ich find's auch nicht crazy. Also, ich find's einfach angemessen dem, was halt Dead Island darstellt. Deep Silver came out and apologized. But then Verstehe nicht, warum die sich da entschuldigt haben. Was soll das? they released the Diese Spiele sind schuld an den Silvesterausschreitungen, wurde tatsächlich diskutiert in den öffentlichen. Ah ja, habe ich gehört. collector's edition anyway, so lesson learned? Don't do that again. One less immune won't make any difference. Now take him to the lab. Number Ich 7. glaube, das machen die wirklich nicht nochmal. Nummer 7. The Pregnant Alma Statue 4.3. Also eine schwangere Figur? The Pregnant Alma Statue. Fear 3. Don't worry. I had planned on Alter, habe ich das eigentlich schon ausgepackt? Alter, ich hatte es original verpackt. fathering it all along. Statues of your favorite characters make for sweet Also die Collectors Edition, die kannte ich nicht. Und für mich ist die auch ein bisschen crazy. collector's editions. In fact, the higher quality, the better, unless it's our disturbing number 7 pick. Das ist in dem Spiel? Krass. We suppose we could have expected as much from a horror game franchise, and we can certainly appreciate neat horror swag, but isn't this a bit much? On top of having a naked ghost lady in your collection, you could have a naked, pregnant ghost lady in your collection, whose Moment. fetus glowed in the dark. Schnapper. Oh, es glowed in the Oh my dark. God. I guess creepy, glowing, unborn babies is exactly what we need to have on display in our living rooms. In our living rooms. Number 6, the Victor Edition. The Victor Edition. Krater 2012. Was soll das denn sein? Was ist denn Krater? Have you ever heard of Crater before? Yeah, we hadn't either until we heard about this desperate attempt to garner interest in the game. Ist das ein Spiel? Ist ein Spiel, ne? Das heißt Krater. Und davon gibt es diese. Wie heißt das? Ach so, ist gar kein extra Kapitel hier. It's an action RPG that you can own for $15 or 10,000. Yeah, you heard that right. $10,000. 10.000? Das war günstig. Maybe it came with a life-size statue of one of the characters, or hell, maybe even a car, or even better, a visit from game designer Victor Magnuson, who would cook a gourmet meal in your home. Also dieser Game Designer, der dieses Spiel designt hat, unter anderem, kommt zu mir nach Hause und kocht was für mich. It's a place full of eccentric people. Oh my god, the Victor Magnuson? Und ich krieg eine Figur, die hier hinten, die hier im Hintergrund steht. Also die Figur plus ein Essen. And a fancy meal? Well, when you put it like that, no, still no. And I think I mispronounced his name. Number 5. Nummer 5. Hand-delivered both babe souvenirs. Ich weiß nicht, was das soll. Enemy Zero von 1996. Babe souvenirs? Enemy Zero. 1996 sieht ja aus wie ein Film, Alter. We're not even sure we can properly explain this one. It's not the enemy corpse that makes us scratch our heads, nor is it the bodily fluid, which is kind of gross. We start to question things with the inclusion of the outfits worn by the girls who worked at the Tokyo Game Show booth for this game, because Man bekommt diese Klamotten, welches ein Model bei der Tokyo Game Show getragen hat. Das ist in der Collectors drin. that's a collector's item, right? Zum Beispiel für den Langhals kann man fertig kaufen, sind dann nach Maß. Was kostet es? Was kostet? Was letzte Preis? But wait, it gets worse. The 20 people who ordered this crate, yes, it's actually a crate, got to have the package delivered on a flatbed by the game developer himself, Kenji Eno. Also die Leute, die das bestellt haben, 20 Leute haben diese Edition bestellt. 20 Leute haben diese Edition bestellt. Okay. Und die wurde geliefert von ihm? Hey, at least it was only $1,700. Ich frage mich immer, was die Leute heutzutage machen. Weil ihr sieht ja schon ziemlich crazy aus, ne? Ja. And not 10 grand, right?
Number 4, Nummer 4, The Trans Vibration Edition. Reese? Vibrator Edition. 2001. Res. Trance vibrator? That can't be what I think it is, can it? Of course not. This was simply a vibrating block that moved in time with the music. That makes sense, right? That is, of course, until a girl puts it between her legs while her boyfriend played the game and then proceeded to write a detailed blog post about it. Only in Japan. Yeah, okay, das müssen wir überspringen. The bundle was only available in Japan. Somehow, developers didn't realize the naughty possibilities of the device. When asked about Achso, das war eigentlich gar nicht dafür gedacht, ne? Dass man das. Das war eigentlich so gedacht, dass. Ja, schnallt sie dir irgendwie so hier so fest, irgendwie, so hier. Und dann geht's los. Revealed that he innocently enjoyed the feeling of vibrations on his foot. Hey man, whatever works for you, I guess. Ugh. Number 3, the Mono Edition. The Mono Edition. Was ist denn die Mono Edition, Alter? Für welches? Grid 2, 2013. Ich glaube, davon habe ich gehört. Da gab es das Auto, ne? It's been declared to be the most expensive video game commercially available, special edition, by Guinness World Records. We get wanting was to offer something that fits the theme of the game. And we get wanting to have a collector's edition, but really? A race car? Aren't there kind of, licenses you need for those? Well, for about $189,000, you could get a PS... 189. 189.000? PS3, a copy of the game. Eine PS3 gibt's und das Spiel. And yes, a real BAC mono supercar, plus a helmet and a race suit. Given what's included, it does serve Supercar plus a Helm to race you given as a unique collector's Helm gibt's auch dazu. You also get to spend the day at the BAC factory to have the car customized to your size. At least they took that into account, I guess. Also jetzt mal wirklich zu diesem Auto. Hat das jemand gekauft? Ich glaube nicht, ne? Number 2. Da ist sie. Ach, Dying Light war das, genau. Es gibt eine Apocalypse Edition. My Apocalypse Edition von Dying Light von 2015. Ist das 2015? Ich glaube 2015 ist rausgekommen, ne? Ja. Genau, da gab es dieses Custom-Build Zombie-Proof Shelter-Ding. Ne? Also so eine Unterkunft heißt das? Zombie. Was gab's noch? Your Face in the Game. Ja, warum nicht? Zombie Survival Parkour Lesson. Und das kann ich nicht erkennen. Vielleicht wird das gleich noch erklärt. Dying Light. Gutes Spiel. We know that there's people out there that like to invest a lot of time and money in preparing for the apocalypse. Well, for about $400,000, Techland will help you out with that. Wieso 400? Da stand eben 250.000. We need you alive, you idiot. This edition comes with a real-world zombie shelter, parkour lessons, night vision goggles, adult diapers, 2 headsets. Adult Diapers unter Windeln. Es gibt diese eine Folge, es gibt diese eine Serie, die heißt Pepsi, wo ist mein Jet oder so. Da hat jemand, gibt's auf Netflix, glaube ich, auf Netflix oder auf Amazon, weiß ich nicht, Video. Da hat jemand in den 90ern gab es eine Aktion von Pepsi. Da konntest du für wie viel waren das? Für 1 Million Sticker oder sowas? Also im 6er-Park waren irgendwie 4 Sticker drin. Ich erzähle das jetzt mal so, wie ich es in Erinnerung habe. Ich habe die Doku gesehen. Und der Typ hat gesagt, komm, wir kaufen uns die restlichen Sticker, weil das war möglich, die zu bestellen. Ne? Dann haben die da einen Check reingelegt und haben das zu Pepsi geschickt und sind dann auch vor Gericht gegangen, so ein Scheiß. Und diese Sache konnte man da sich auch holen, ne? Aber das ist irgendwie nicht passiert. Irgendwie. So, gucken wir mal weiter. On Xbox One, 4 Steelbook copies of the game, a trip to party with the developers, a trip to party with the developers? Your face in the game, and a human-sized volatile statue. Das ist geil. Die Human-Sized Volatile Statue, weil die gibt's ja wirklich. Also die hätte man bekommen, denke ich mal.
Die haben sie ja immer auf der Gamescom und so weiter, haben sie die stehen. Yeah, you heard that right. An Xbox One. Bring me a gun, and the key is yours. I guess we were on board until they mentioned all that game swag, because do you really need that during the end of days? Das jetzt, oh Gott, das ist Real Life. Before we get to the craziest thing to Das war's schon? put in your collection, Honorable let's take a look at Mentions. these bizarre honorable mentions. Was ist das? The Idols? Keine Ahnung. 見ないでください Das war eben nur ein Witz, oder was? Also hier gab es jetzt nicht wirklich was? Das zählt nicht dazu, oder was? 見ないでください Keine Ahnung, was sie da sagt. So. Playing Dress Up with the Kinect. Ist das auch nur ein Witz? Das ist, glaube ich, auch nur ein Witz, ne? The W-Controller Edition. Wu-Tang. Shaolin-Style. Das kann ja kein Witz sein, oder? Wenn die das jetzt sagen. Number 1, the super dangerous Ah, das kenne ich auch noch. The Super Dangerous Wet Edition, aka The $1 Million Pack. Das war zu Saints Row 4, Freunde. Da habe ich mir auch eine Edition geholt. Die habe ich aber nicht hier. Wad Edition, Saints Row 4. Da gab es dann das Original. Das Originalteil da? Die Originalwaffe? This Mojoholics is the epitome of WTF. Here's the world's first and only $1 Million Collector's Edition. Also diese Waffe, ja, die gab es auch wirklich in dieser Collector's Edition, die ich habe. Die war aber nicht so groß, die war nur so klein. So ein Miniaturding. Aber die hat auch funktioniert. No, we're not trying to be funny. That's seriously how much it costs. Ah, me. On top of getting a copy of the game, because you damn well better, you get a Virgin Galactic spaceflight, first-class trips to Dubai and Washington, D.C., a Lamborghini Geraldo, Ein Lamborghini gibt's dazu. Verschiedene a Flüge. Toyota Prius with a year's worth of insurance, Noch ein Auto. a year of supercar membership, a hostage rescue experience, a spy training day, a personal shopper, a capsule wardrobe, plastic surgery, and a full-size Plastic Surgery? Also eine Schönheitsoperation? Warum nicht? replica dubstep gun. Und die Dubstep-Kanone. Genau, die ist es. Wait a minute, no console? Screw it then. Is this a joke? I told you no weapons allowed. But the power of music can overcome all obstacles. Do you agree with our list? Yeah, I doubt anyone does. What's the strangest video game collector's edition you've ever seen? For more collectible top 10s published every day, be sure to subscribe to WatchMojo.com. Don't tell anyone what you saw. Do you understand me? Kinsey, it really wasn't all that. I said anyone. Okay. Das war's mit den 10 craziest Video Game Collectors Editions. Fand ich jetzt gar nicht mal so crazy. Abonnieren, auf jeden Fall. Daumen nach oben. Und ja. Gar nicht mal so crazy, aber interessant, was es so gibt.